Hallo und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Wenn ihr euch jetzt wundert, was spricht denn der für eine Sprache? Ich habe mich dazu entschieden, meinen YouTube-Kanal einfach auf Deutsch weiterzuführen, weil ich habe in den letzten 6 Wochen, 7 Wochen, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, seit ich das letzte YouTube-Video hochgeladen habe, gemerkt, dass es für mich einfach eine super große Hürde ist, auf Englisch die Sachen aufzunehmen, weil ich weiß, ich muss ein Voice-Over machen, ich muss eventuell das alles ganz anders schneiden, weil ich nicht so flüssig Englisch spreche, wie ich Deutsch spreche und ich auch nicht unbedingt gerade die Zeit habe, das zu üben, ausgiebig. Deswegen ab jetzt auf Deutsch mit Untertiteln. Und im heutigen Video wird es um Berge gehen. Und falls ihr euch jetzt wundert, warum Berge, dann guckt einfach mal auf meinen Instagram-Kanal, den habe ich unten verlinkt, c.kritzelt. Ihr werdet sehen, dass ich einem Großteil meiner Zeichnungen viel mit Bergen mache und deswegen beschäftigen wir uns heute damit. Nicht mit den Schattierungen, die machen wir dann in einem anderen Video, aber hauptsächlich mit den Konturen von Bergen. Wir werden lange Berglandschaften, die im Horizont sind, kreieren, die man benutzen kann, um schöne Hintergrundmotive zu erstellen. Genauso wie tiefe Berglandschaften, die komplex sind. Wir gucken uns alles an. Und ich setze mich jetzt gleich mal an meinen Schreibtisch und mein Zeichenzeug liegt da immer bereit. Und das ist auch direkt der erste Tipp, den ich euch geben kann. Habt das Zeichenzeug immer da. Es bringt nichts, wenn ihr das immer rausräumen müsst und danach wieder wegräumt. Und ja, der Schreibtisch sieht zwar schöner aus, aber ihr habt immer dieses, jetzt muss ich das noch rausholen und vielleicht liegt das auch im Auto noch oder sonst was. Habt immer irgendwo parat, dass ihr euch einfach hinsetzen könnt und zeichnen könnt. Und der Profi-Tipp ist dann noch so ein kleines Büchlein, und zwar für unterwegs. Und dieses Büchlein hat weiße Seiten. Ich nehme das nicht immer mit, aber dann, wenn ich kann, benutze ich es, oder wenn ich es mitnehme, benutze ich meistens auch, um Sketches zu machen für Logos oder für generell Motive, die ich zeichnen möchte. Das ist einfach nur zum Scribbeln, weil man weiß nie, wann einen die Inspiration trifft, wirklich nie, und deswegen am besten immer ein Büchlein und einen Stift dabei haben. So, jetzt habe ich genug gelabert, lass mal loslegen. So, liebe Leute, es gibt natürlich ganz viele verschiedene Arten, Berge zu zeichnen, und ich möchte mich auf die Art konzentrieren, in der ich immer Berge zeichne. Ihr könnt euch gerne als Vorinspiration schon Bilder von Bergen angucken und bei Google einfach Berglandschaft oder Mountainscape oder Mountains eingeben. Und wir gucken jetzt einfach mal, wie wir es schaffen, aus einer simplen Form ein paar Berge zu kreieren. So, wir fangen ganz simpel an. Nummer 1, ein Berg, ein einfacher Berg mit Spitze. Das heißt, wir machen einfach ein kleines Dreieck und schon haben wir einen ganz einfachen Berg. Meistens ist das nicht das, was man haben möchte. Man kann diese Spitze nun ergänzen und kann eine sogenannte Bergkontur oder ich weiß den Fachausdruck nicht, aber indem ihr einfach noch so einen Strich malt, kriegt der Berg schon direkt Dreidimensionalität. Diesen Strich kann man natürlich variieren, wie man möchte. Man kann den nach links machen, nach rechts machen und so weiter und so fort. Damit es jetzt noch ein bisschen interessanter wird und realistischer wird, gehen wir ausgangsmäßig wieder hiervon los und machen eine Variation rein, und zwar wie so ein Pfeil, wie ein Blitz, und verbinden das dann mit dem Boden. Und so kriegen wir schon 2 Bergspitzen, die so ein bisschen Raum bilden. Und wenn man damit schon rumspielt und das variiert, ich mache jetzt mal ein bisschen was Größeres, kann man schon relativ gut einen Berg andeuten, wie er, kriegt einfach Tiefe. So, die zweite Variante ist, wenn es kein einzelner Berg ist, kriegen wir 2 Spitzen. Und zwar funktioniert das so, indem wir die erste Spitze nehmen und dann einfach eine zweite dahinter machen. Super easy. Auch hier können wir dann wieder die Variationen machen. Ich gehe das jetzt mal ein bisschen schneller durch. Machen wir hier die Variation rein und bei dem auch noch. Und dann haben wir schon 2 Bergspitzen. So, man kann das variieren und so weiter und so fort. Spielt einfach damit ein bisschen rum. Es gibt aber eine interessante Sache, die wir jetzt machen können, um diese Berge noch besser zu verbinden, weil jetzt sind die relativ, sind noch nicht verbunden, die sind hintereinander. Wir machen zwar die Kontur dieser beiden Spitzen, die wir haben wollen, aber verbinden nicht alles mit dem Boden. Ich mach's mal vor. Jetzt hören wir hier auf, gehen hoch, und was wir jetzt bekommen, ist eben diese 2 Spitzenformen, aber wir können jetzt den ersten Stil mit dem zweiten verbinden und können die Berge so
zusammen machen. Also, was heißt zusammen machen? Aber die kriegen jetzt einen dreidimensionalen Look. Also wenn man sagt, das ist hier der Horizont, dann sieht man, dass die beiden zusammenhängen und dass das hier quasi eine Fläche gibt. So, die von hinten nach vorne geht. Das kann man natürlich mit mehr Spitzen noch machen. Man nimmt dann einfach hier zum Beispiel 3 Stück, verbindet die auch wieder. Und hier dasselbe. Ich verbinde die und mache wieder einen Berg. So, und so kriegt man relativ schnell relativ komplexe Strukturen. Und wo wir auch schon dann als Überleitung bei der dritten Variante wären. Und zwar, ich nenne das jetzt einfach mal Polyspitzen. Und zwar geht es darum, dass wir nicht nur eine oder 2 oder wie hier schon 3 Spitzen haben, sondern wirklich viel, viel mehr. Und bei einer richtigen Bergkette ist es auch so, dass die mehr als 2 oder 3 Spitzen hat. Und da gibt es 2 verschiedene Arten, das zu zeichnen. Und die möchte ich euch gerne zeigen, denn beide sind gleich effektiv und beide sind eigentlich sehr einfach. Also alles, was ihr bei mir an Bergen seht, mache ich mit diesen Techniken. Die erste Variante ist, ihr zeichnet nur diese Konturen, die zusammenhängend sind. Wichtig ist, dass man immer hoch von links unten nach rechts oben und dann runter geht. Also, hoch, runter, schräg hoch, wieder runter und so weiter und so fort, je nachdem, wie man die Struktur haben möchte. Und das sieht jetzt erstmal noch nicht aus wie ein Berg, aber wenn ihr jetzt die links oben, rechts unten Striche ergänzt und die macht ihr meistens in einem ähnlichen Winkel und verbindet die quasi miteinander so lange, bis sie auf die nächste Linie treffen. Es fehlt hier noch einer. Habt ihr eine zusammenhängende Berglandschaft. So, die zweite Variante ist, indem man die Außenkontur zeichnet. Also wenn wir jetzt nur das hier außen nehmen, das sähe dann so aus. Wir machen das so, dann kommt hier der größere, hier kommt dann ein kleinerer. Und jetzt verbinden wir diese Ecken miteinander. Ich versuche das jetzt mal möglichst ähnlich zu dem zu machen, zu dem ersten, damit ihr seht, dass es eigentlich kein Hexenwerk ist. So, der ist hiermit verbunden, hier kommen die 2 Striche runter. So, ihr seht, gleiches Ergebnis, andere Herangehensweise. Das vierte Thema, was ich euch zeigen möchte, ist ich habe es im Intro angekündigt, ist eine lange Bergkette. Das heißt, ihr habt ein Vordergrundmotiv, weiß ich nicht, vielleicht ein Haus, ein Bäumen und so. Und ihr wollt einfach nur im Hintergrund eine Bergkette abbilden. Und dadurch, dass es im Hintergrund ist, verdichtet sich das alles so ein bisschen und sind nur die vorderen Berge zu sehen. Ich nenne das jetzt mal lang. Und um das zu verdeutlichen, könnt ihr auch wieder diese beiden Techniken anwenden und einfach in die Breite ziehen, alles in die Breite ziehen. So, und wieder dasselbe wie eben, ich werde es jetzt ein bisschen vorspulen, verbindet das alles. Hier könnt ihr mal eine Unterbrechung reinfügen, genau wie hier habe ich ein bisschen zu hoch gezeichnet, aber das ist egal. Hier wieder runter und schon habt ihr eine ganze und lange Bergkette. Um jetzt so ein bisschen Tiefe zu bekommen, könnt ihr weitere Spitzen nach 1 und 2 hinzufügen. Also einfach hier hinten noch einen hin, vielleicht einen etwas einfacheren, so. Dann kommt hier noch einer, der nochmal eine zweite Spitze hat und hier auch nochmal eine Spitze hat. So. Und so könnt ihr einfach eine ganz komplexe, aber trotzdem relativ einfache Hintergrund-Berglandschaft kreieren. Und das 5. Thema, was ich euch zeigen möchte, ist einfach ein sehr tiefer Berg. Ich gucke mal, ob ich jetzt noch genug Platz habe hier. Wenn nicht, fange ich eine neue Seite an, aber es müsste eigentlich funktionieren. Und beim tiefen Berg ist es so, man verbindet so eigentlich alles, was man bis jetzt gemacht hat und stapelt mehr oder weniger Berge von vorne nach hinten. So, das heißt, ich fange vorne mit einem kleinen Berg an. Mache dann einen größeren dahinter und wie gesagt, die Technik könnt ihr euch aussuchen. Ich variiere da auch meistens ein bisschen.
Und wichtig ist, dass ihr immer eine Überlappung habt in irgendeiner Art und Weise. So, jetzt kommt noch ein größerer von der Seite, den mache ich jetzt direkt schon mal so. So, der ist jetzt verbunden mit einem weiteren und ihr seht, man kann auch einfach zwischen diesen beiden Stilen hin und her springen und kann somit auch hier Verbindungen schaffen, die vorher nicht da waren. Wichtig ist auch immer mal noch einen in die andere Richtung zu machen. Das ist jetzt so der, in Anführungszeichen, Profi-Trick, weil jetzt erzeugt ihr durch diese Linie hoch, erzeugt ihr eine weitere Tiefenebene nach hinten, wie ihr jetzt merkt. Und der Berg wird immer fülliger und immer fülliger. Und natürlich ist es gut, wenn man größer wird in dem Ganzen. So, jetzt verbinde ich die wieder hier und man sieht, das ist schon eine Kette geworden, der ist jetzt im Vordergrund. Ja, jetzt habe ich hier oben, komme ich in Platzprobleme. Aber ihr wisst, was ich meine. Und so entsteht eine komplexe und tiefe Bergkette. Das sieht jetzt nicht so perfekt aus hier. Ich habe mir jetzt nicht so viel Mühe gegeben, weil es ein Sketch ist, natürlich. Damit spielt einfach mal rum. Versucht die Techniken zu kombinieren. Macht mal einfache Motive mit einem Berg vorne, einem Berg hinten. Macht große Motive. Und ja, ihr werdet sehen, ihr kommt schnell rein und es ist überhaupt kein Problem mehr, Berge zu variieren in ihrem Aussehen. Das Wichtige ist aber noch, da Berge aus der Natur kommen und die durch Erosion entstehen oder durch Plattenverschiebung oder sonst was, haben die keine geraden Linien. Also es hat kein Berg, ich habe das jetzt, so eine gerade Außenkante. Das ist einfach nicht realistisch. Und deswegen gibt es den mehr oder weniger 6. Schritt. Und das ist die Textur. Und bei der Textur geht es darum, alles, was man an Fingerfertigkeiten gelernt hat, so ein bisschen zu vergessen. Das heißt, wir wollen unregelmäßige Linien mit Zacken drin und mit Kratzern drin und mit Ausrutschern drin. Und kein Berg, wie gesagt, der sieht so aus. Das könnte höchstens eine Pyramide sein, aber auch eine Pyramide hat keine glatten Kanten, weil die Steine sind nicht glatt. Und das erreichen wir, indem wir einfach, wie ich schon sagte, immer mal einen kleinen Zacken reinmachen, vielleicht auch mal nach unten, den man dann verbindet und so weiter und so fort. Zur Bergspitze hin darf es ruhig ein bisschen spitzer werden, dann geht es wieder raus. Hier machen wir nochmal eine Kante hin, eine kleine oder auch einfach mal so. Und ihr seht, schon sieht es viel mehr nach einem Berg aus, der eine Kontur hat und der ja einfach realistischer aussieht als so ein Berg mit geraden Linien. Und wenn ihr euch da ein bisschen Mühe gebt und das ein bisschen da reinkommt, dann sieht man schon hier, jetzt kann ich hier die Kanten noch machen vom Berg. So, die können auch ruhig ein bisschen versetzt sein. Dann sieht man schon ganz gut, wie dieser Berg ein bisschen an Leben gewinnt. Einfach dadurch, dass ich die Linien nicht gerade gemacht habe. Ist jetzt ein bisschen hochgerutscht, ich zeige es nochmal so. Dieser Berg hat eben hier eine Fläche und die ist so ein bisschen gebogen, wie man sieht. Man kann das noch hervorrufen, diese einzelnen Kanten, indem man Linien hier noch ein bisschen verlängert oder mal eine Linie hier reinmacht, weil das einfach gut aussieht und realistisch ist, weil jeder Berg hat auch so ein bisschen seine eigene Struktur und seine eigenen Ritzen und wie auch immer. Und kleine Bergabstufungen, so wie hier. Und auch mit der Strichstärke mal variieren für die einzelnen, ja, mehr oder weniger Spalten im Berg. Wie man das machen möchte, kann man das machen. Und ihr seht, schon wird aus einem super einfachen Grundgerüst, und das ist, was ich gerade gemacht habe, ist nichts anderes als das hier, mit eben diesen Texturen, dass es ein super interessanter Berg wird. Und wenn ihr meine Zeichnungen kennt, dann wisst ihr, kann man diesen Berg jetzt noch, ich würde den variieren, eventuell zeichnet man dann hier eine Sonne hin. Der Kreis ist natürlich jetzt nicht perfekt, weil ich ihn per Hand ziehe, aber ist okay.
kann man eine Sonne machen, die strahlt in irgendeine Richtung oder was man auch immer möchte. Und da ist eurer Imagination keine Grenze gesetzt. Ihr könnt auch mal das Video, was ich jetzt gerade oben verlinke, angucken. Da geht es so ein bisschen darum, wie man seinen ersten Sketch findet und wie man eine Bildkomposition aufbaut, die Ideensammlung und so weiter und so fort. Klickt doch da mal rein, wenn ihr Lust habt. Und wenn ihr weiterhin Lust habt, schreibt einfach in die Kommentare, was ihr sonst noch sehen möchtet. Hier ist jetzt ein einfacher Berg. So, das war's dann von heute, von diesem Tutorial. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da. Ihr wisst, was die YouTuber alle so sagen. Also...